Hallo allerseits. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Wir wollen heute wieder wandern gehen und zwar entlang der Spree. Hier in der Nähe vom Autobahndreieck Spreeau windet sie sich ungehindert durch die Landschaft. Der Schiffsverkehr ist ja über den Oder-Spree-Kanal umgeleitet, sodass sich die Spree hier natürlich entfalten kann. Ja, genau. Ja, und wenn ihr wollt, dann kommt mit. Ja, auf geht's. Die Tour, die wir uns heute zusammengebastelt haben, ist knappe 13 Kilometer lang und schon kurz nach dem Parkplatz in Spreeau führt der Weg in den Wald. Fängt ja schon mal gut an mit einem richtig tollen Single Trail. Was uns alles so auf der Tour erwartet, weiß ich nicht. Ich habe mich heute mal nicht so vorbereitet. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß nur, dieser Dornen gesäumte Weg hier durch den Wald oder Pfad durch den Wald führt uns zunächst zum Störitzsee. Ist ja wieder eine Blütenpracht hier. Ja, herrlich. Farben hier. Schöne Farben hier. Ja, das nenne ich doch mal einen Waldweg, wie er einem gefällt. Keine Forstautobahn. Wunderschön. Der einzige Nachteil von so einem Waldweg, so einem Pfad ist, alles voller Spinnenweben. Und wieder jede Menge Mücken. Ja. Hier sieht man den Störitzsee durch die Bäume blitzen. Wir werden sicher auch noch irgendwo ans Ufer rankommen. Das Ufer kann man nur am gegenüberliegenden Campingplatz betreten, aber der liegt nicht auf unserer Route. Jetzt sind die schönen Pfade und grünen Waldwege erstmal zu Ende und jetzt gehen wir hier laut Komoot auf der alten Poststraße.
Und da geht es zum Campingplatz. Aber unser Weg geht hier geradeaus weiter auf dem Waldweg. Und dieser Wegabschnitt gehört offenbar zum Jakobsweg. Ist aber jetzt die ganze Zeit sehr langweilig gewesen. Ging die ganze Zeit nur stur geradeaus durch den Wald, ohne jegliche Abwechslung. Und wir sind an der Spree, da ist sie. Da hat die Gemeinde einen schönen Pavillon hingestellt. Aber ich denke mal, wir gehen da unten an, auf die Bank. Ha? Ja. Es ist nämlich höchste Zeit für eine Pause. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte rum und wir haben auch langsam Hunger. Und Durst. Ja gut, wir haben ja unterwegs getrunken. Obstpause. Ja, die letzten paar Kilometer hier nur gerade durch den Wald waren zwar etwas langweilig, aber an diesem tollen Platz hier in Mönchwinkel wird man dafür entschädigt. Hallo, moin, moin. Kleine Zicklein, alle zu faul aufzustehen. Auf dieser Brücke da hinten überqueren wir jetzt die Spree. Aber für Ortsunkundige, wir sind hier zwar an der Spree, aber weit ab vom Spreewald. Ja. Bitte nicht verwechseln. Und diese Holzbrücke führt hier über die Spree und wenn wir richtig gelesen haben, ist die sogar bis 9 Tonnen zugelassen. Ach nee, da ist der Biwakplatz. Da drüben ist ein Biwakplatz, da darf auch gezeltet werden. Für Wasserwanderer, also ideal.
Ja, das ist der sehr schön gelegene Biwakplatz. Ein kleiner Waldparkplatz davor und sogar ein Dixie. So, nochmal zur Orientierung. Hier ist Fürstenwalde an der Spree. Ja, Fürstenwalde an der Spree. Hier ist der Oder-Spree-Kanal und hier fließt die Spree ungehindert. Mönchwinkel, hier sind wir. So, nun ist hier so ein schöner Biwakplatz eingerichtet, aber es gibt halt überall Idioten. Muss denn sowas sein? Da krieg ich Plack. Also ich bin hier von der Landschaft begeistert. Wir befinden uns hier an der sogenannten Müggelspree. Als Müggelspree bezeichnet man den Abschnitt zwischen Fürstenwalde und Erkner. Die Müggelspree ist das einzige naturnahe Fließgewässer im Umkreis von Berlin. Sie bildet die südliche Grenze der Gemeinde Grünheide und schlängelt sich vorbei an den Ortsteilen Hangelsberg, Mönchwinkel und Spreeau. Entlang des naturbelassenen meanderförmigen Verlaufs der Müggelspree erstreckt sich eine wunderschöne Wiesen- und Waldlandschaft. Da heißt es heute Abend auf Zeckensuche gehen. Also wer sonnenempfindlich ist, der sollte sich auf alle Fälle Sonnencreme einpacken. Der Weg geht hier ein ganzes Ende über die freien Wiesen in der prallen Sonne. Und im Hochsommer bei 30 Grad ist das auch nicht so zu empfehlen. Heute ist es sehr angenehm, aber im Hochsommer würde ich den Weg nicht unbedingt empfehlen. Kann man ja hier als Weg kaum noch durchgehen lassen. Endlich mal wieder eine Bank. Mit Grillplatz, aber wir haben nichts zum Grillen dabei. Wir haben so Eier hier. So, wir haben es nicht mehr weit bis in das Dörfchen Spreeau, wo unser Auto steht. Letztes Stück werden wir dann Straße lang gehen müssen. Ja, wahrscheinlich.
Hier haben wir noch mal ein ruhiges Plätzchen und da machen wir hier die Abmoderation. Ja, also 2 Abschnitte, und zwar der schnurgerade Waldweg vor Mönchwinkel, und nachdem wir die Spree wieder verlassen hatten, also hinter Mönchwinkel durch die Wiesen, haben sich mächtig gezogen. Das waren also sehr langweilige, gerade Wege, und jetzt am Ende über die Wiesen, auch in der prallen Sonne. Über den Acker praktisch, ja, Feldweg. Das war nicht so schön, aber am Anfang durch den Wald die schmalen Pfade. Auf jeden Fall. War sehr schön. Und dann an der Spree entlang, Natürlich, das Stück. ja. Also das hat alles andere eigentlich wieder rausgerissen. Genau. Wie ich vorhin schon sagte, im Hochsommer sollte man vielleicht nicht unbedingt die Tour machen, weil man viel unter freiem Himmel läuft. Wir hätten vielleicht auch andersrum gehen sollen, damit wir früh über die Wiesen gehen und jetzt im Schatten wären. Nächste Mal. Genau. Nee, aber diese 13 Kilometer haben sich gelohnt. Also eine wunderschöne Gegend hier. Uns hat es wieder gefallen. Ja, auf jeden Fall. Sitzmöglichkeiten gibt es nur in Mönchwinkel an der Spree, da auf diesen Rastplätzen. Biwakplatz oder Rastplatz, Und genau. an dem Biwakplatz. Und jetzt hier die Bank, auf der wir sitzen, aber die ist ja schon wieder kurz vorm Ziel. Dazwischen ist nichts. Die Bank war auch hier eher ein Zufallsfund. Genau. Jo. Dann machen wir uns auf den Heimweg. Für heute soll es das gewesen sein. Richtig. Wir sagen wieder Danke fürs Mitkommen. Lasst gerne ein Like und, wenn noch nicht, hat ein Abo da. Wir freuen uns über jeden Kommentar natürlich. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Ja, tschüss dann. Tschüss. Runter, ja, oder hoch hier? Die andere Seite hoch. Oder hoch über die Straße, das ist mir egal. Lieber hier.